ILF, Formula, Schraubsysteme? Welche Wurfarme passen eigentlich an welche Mittelteile? Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Richtig Bogenschießen, so haben wir diese Serie genannt. Das ist das erste Video, was wir heute dazu veröffentlichen. Und wir wollen in diesen Videos ein paar Grundlagen, Basics durchgehen zum Bogenschießen. Und wir haben sie absichtlich nicht Bogenschießen für Einsteiger oder sowas wie Basics 1x1 ABC genannt, weil wir wollen in dieser Serie auch Themen besprechen, die erfahrene Schützen was bringen können, wo jeder was lernen kann und deswegen richtig Bogenschießen. Heute Thema Wurfarmaufnahme und ich fange mal mit dem weit verbreitetsten System, zumindest beim olympischen Recurve-Bogen an, und das ist das ILF-System, International Limb Fitting. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört oder gelesen. Das ist ein Steckwurfarmsystem. Wir unterscheiden ja grundsätzlich zwischen Steck- und Schraubwurfarmen und ich habe hier so einen Wurfarm davon liegen. Die haben immer unten drunter diesen gefederten Pin, das ist sehr fest. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, den kann ich reindrücken. Und das ist jetzt, wie der Name schon sagt, ein Steckwurfarmsystem. Das wird einfach auf den Bogen gesteckt und hält. Das ist also das ILF-System. Das ist ein Industriestandard. Es ist keine Norm. Es ist nicht so, dass man da jetzt bei der DIN-Behörde ein technisches Datenblatt runterladen kann, an das sich alle Hersteller halten. Und damit komme ich schon zum ersten Problem. Das hier ist ein Mittelteil der Firma Gray Archery und das sind Win- und Win-Wurfarme. Das passt zusammen, aber da muss man trotzdem immer ein bisschen vorsichtig sein. Nur weil das eben ILF ist, heißt das nicht, dass das unbedingt passt. Es gibt da immer kleine Unterschiede. Das gleiche Problem haben wir bei diesem System hier. Das sind Formula-Wurfarme. Die Firma Hoyt hat vor ein paar Jahren mal ein anderes Wurfarm-Stecksystem eingeführt, das sie Formula genannt haben. Und das ist länger. Wenn ich die nebeneinander halte, dann kann man das ganz gut sehen. Dieses Bauteil, was in die Schwalbenschwanzaufnahme von dem Bogen kommt, das halte ich jetzt mal so, dass die auf der gleichen Höhe sind. Oder ich kann es so höher halten, so. Und dann sieht man, das ist eine ganze Ecke länger, das ganze Prinzip. Und jetzt habe ich hier auch einen Bogen. Das ist nämlich einer der ersten Bögen, die Hoyt hergestellt hat für diese Aufnahme. Aber das Prinzip ist das gleiche, also es wird einfach reingesteckt und dieser gefederte Stift, der hilft eben, dass der Wurfarm nicht direkt wieder rausfällt. So, Formula und ILF, zwei verbreitete Systeme im Wettkampfsport vor allem. Die Einsteiger werden vielleicht nicht sofort so ein System haben, sondern sich mit Schraubwurfarmen auseinandersetzen. Und da setzt sich das Gleiche fort, was ich hier schon gesagt habe, also mit dieser Kompatibilität. Was passt wie zusammen? ILF und Formula ist sogar einigermaßen standardisiert. Das heißt, das sind Wurfarme der koreanischen Firma MK Archery. Die passen jetzt auch relativ gut auf diesen Hoyt-Bogen. Und das ILF-System ist so einigermaßen miteinander kompatibel, auch wenn es manchmal ein bisschen klemmt und man vielleicht mal ganz bisschen mit der Feile ranrücken muss. Wenn wir zu Schraubwurfarmen kommen, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann haben wir wirklich jeden Hersteller mit einem eigenen System, was auch überhaupt nicht irgendeinem Standard entspricht. Ich habe jetzt hier ein Mittelteil in der Hand, das ist von der Firma Black Sheep, das heißt Apollo und das hat eben so ein Schraubsystem. Die Schraube habe ich schon rausgemacht und jetzt habe ich hier den passenden Wurfarm. Der wird hier einfach aufgelegt und hält überhaupt nicht. Und jetzt wird das Ganze reingeschraubt. So, das schraubt man jetzt eine Weile, das ist auch das Nervige an den Systemen. Die sind zwar dann stabil fest und sind überhaupt nicht mehr voneinander zu trennen, aber man schraubt eben bei jedem Auf- und Abbauen des Bogens dran rum. Diese Wurfarme sind in der Regel 40 mm breit, diese Aufnahmen. Das hat sich so ein bisschen etabliert, auch wenn das nicht für jeden Hersteller gilt. Aber jetzt habe ich hier ein ganz ähnliches System von der Firma Rajim aus Italien. Und wenn ich die zwei Wurfarme nebeneinander halte, dann sieht man zum Beispiel schon mal, dass ich hier vorne so eine Buchse aufgeklebt habe. Und die hat hier einen Konus, also das läuft hier konisch zu. Und die Schraube hat auch so einen Konus, also es ist wie eine Senkschraube ein bisschen. Die zentriert sich hier auch drin. Die entsprechende Schraube von Rajim, die ist unten drunter einfach gerade. Die sitzt hier gerade auf. So, und das bedeutet, selbst wenn die Breite des Wurfarms ungefähr passt und auch der Abstand der Schraube zum Ende des Wurfarms, was auch nicht unbedingt gegeben ist,
Selbst wenn das passt, passt es dann von der Befestigungsschraube nicht unbedingt. Also da gibt es definitiv keinen verbreiteten Standard, an dem man sich halten könnte oder auf den man sich verlassen kann. Hier ein Beispiel, wo das so ist. Das ist ein ganz einfaches gegossenes Mittelteil von der Firma Schock, was auch so eine Schraubwurfarme hat. Jetzt habe ich hier Wurfarme von Core. So, Länge, Breite scheint ungefähr zu passen. Wenn ich das jetzt aber hier einsetzen will, also das muss ich mit richtig Gewalt reindrücken. Das geht, wenn ich das möchte, aber schön ist das nicht. Also ich kriege es eigentlich nicht ganz rein. Wenn ich jetzt die Schraube aufsetze und das zuschraube, dann kriege ich es hier irgendwie rein, aber man merkt einfach, das sind zwei Unternehmen, das ist gehört hier nicht zusammen und deswegen passt es auch nicht unbedingt. Sowas ist zu beachten bei Schraubwurfarmsystemen. Da muss man wirklich mehr oder weniger ausprobieren, ob es passt. Am besten ist es immer, die passenden Wurfarme zum Bogen zu kaufen. Eine weitere Sache, die man beachten muss bei den Schraubwurfarmsystemen, das kann ich mal zeigen an dem Mittelteil von Rajim. Das ist das Rajim Wildcat, auch sehr bekannt. Die haben hier in der Wurfarmaufnahme noch so einen Schraubenkopf. Der guckt hier raus und ragt im Grunde da rein, wo der Wurfarm hinkommen soll. Und die Wurfarme haben auf der Unterseite eine Bohrung. Das ist diese hier. Die ist dafür da, dass dieser Schraubenkopf da reinkommt. Wenn ich das jetzt hier so reinstecke, dann kann ich das auch so ein bisschen hin und her schieben und dann irgendwann sitzt dieser Schraubenkopf in dieser Bohrung. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Wurfarme von der Firma Black Sheep habe, die die entscheidende Bohrung nicht haben, das wird auf jeden Fall nicht passen. Und dieses Prinzip verwenden einige Hersteller, das verwendet nicht nur Rajim. Das wird eben auch dazu verwendet, um noch zusätzliche Stabilität reinzubringen. Ich habe hier noch einen Wurfarm von der Firma Antur. Das ist nochmal ein anderes System. Da sieht man eine Bohrung für die Befestigungsschraube und zwei Stifte hier am Wurfarm, die dann in die entsprechenden Löcher im Mittelteil kommen. Das ist eben alles nicht standardisiert und normiert. Da muss man wirklich aufpassen, dass man immer die richtigen Wurfarme zum Mittelteil nimmt. Es gibt davon eben noch eine ganze Reihe Systeme. Bear Archery hat ein ganz eigenes System. Da ist eine Bohrung asymmetrisch im Wurfarm auf der einen oder auf der anderen Seite. Da kann man auch oben und unten nicht vertauschen. Ja, das war alles zum Thema Wurfarmaufnahme. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Wir stehen auch mit Rat und Tat zur Seite. Wer sich unsicher ist und wer einen Bogen hat oder Wurfarme und nicht weiß, was dazu passt, schreibt uns einfach eine Mail, ist kein Problem. Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Like da lassen oder einen Kommentar, wenn ihr Themenvorschläge habt für weitere Videos in der Reihe Richtig Bogenschießen. Und dann war's das erstmal. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.